Hast du schon einmal das Echo einer mittelalterlichen Glocke gehört, das zwischen nebelverhangenen Tälern widerhallt? Was wäre, wenn es ein Land gäbe, in dem Burgen den Himmel berühren, in dem Wälder Geheimnisse bewahren und uralte Städte, Geschichten flüstern, die nie vergessen wurden? Es gibt ein Land, wo all das Wirklichkeit ist, ein Heiligtum Europas, wo die Architektur in den Himmel träumt, die Natur noch spricht und die Kultur wie ein uraltes Herz pulsiert. Dieses Land heißt Deutschland. Doch was macht dieses Land zu einem der faszinierendsten Reiseziele der Welt? Was steckt hinter dem modernen Bild, das die Welt kennt? Und warum haben so viele seine wahren Wunder nie gesehen? Heute, hier bei Unser Planet, wirst du es entdecken. Doch nicht nur mit den Augen. Du wirst die Geschichte mit den Fingern spüren, die Seele der Wälder hören. Und wenn alles vorbei ist, wird in dir drin nichts mehr so sein wie zuvor. Von den Ufern des Rheins bis zu den Alpen Bayerns, ein Gebiet von über 350.000 Quadratkilometern. Deutschland offenbart sich als das Herz Mitteleuropas. Ein Mosaik aus Gegensätzen und Wiederentdeckungen. Ein Land, das 9 Nachbarstaaten berührt. Frankreich, Polen, Österreich, Schweiz und andere, mit denen es Jahrhunderte Geschichte und lebendige Grenzen teilt. In diesem von Kriegen und Wiedergeburten geformten Land leben über 83 Millionen Menschen im pulsierenden Herzen Europas. Eine visuelle Sinfonie, verteilt zwischen Ebenen im Norden, Bergen im Süden und Städten, die die Schritte der Zeit widerhallen lassen. Es ist, als hätte der Schöpfer ein Buch aus Stein, Wasser und Licht gemeißelt und seine Seiten für alle offengelegt, die zu schauen wagen. In dieser Dokumentation werden wir zeigen, was jenseits von Berlin liegt, entdecken, warum Deutschland viel mehr ist, als es scheint, und die Details entschlüsseln, die nur sieht, wer mit der Seele schaut. Wenn wir in unserer letzten Dokumentation von den Urgewalten in Chile überrascht wurden, mit seinen Wüsten, Vulkanen und Gletschern, dann ruft uns heute der europäische Geist. Vom Romantischen der Burgen bis zur Ruhe der Seen, von Berlins urbaner Kunst bis zu den Legenden des Schwarzwalds, lädt uns Deutschland ein, in wenigen Schritten durch Jahrhunderte zu reisen. Doch sei vorsichtig, diese Dokumentation ist nicht über das, was alle schon kennen. Sie zeigt die Orte, die viele übersehen. Einige abgelegen, andere vergessen und manche kurz davor zu verschwinden. Du wirst zwischen Türmen wandern, die Legenden inspirierten, über Seen gleiten, die die Schöpfung selbst widerspiegeln, und dich in Wäldern verlieren, wo die Zeit zu schlafen scheint. Doch bevor wir beginnen, atme tief durch und überprüfe, ob du schon unseren Kanal Unser Planet abonniert hast. So bleibst du mit uns auf Reisen, auf Wegen, die in keinem Reiseführer stehen. Jetzt schärfe deinen Blick, öffne deine Sinne. Lass das Leuchten deines Fernsehers dein Wohnzimmer in ein Portal verwandeln und bereite dein Herz vor. Denn das Erlebnis beginnt jetzt. Und es beginnt, wo die Burgen den Himmel berühren. Neuschwanstein und die bayerischen Alpen, Schlösser, die zwischen Wolken und Stille schweben.
Im Süden Deutschlands gelegen, nahe der Grenze zu Österreich, ruht das Schloss Neuschwanstein über den Bayerischen Alpen, etwa 130 Kilometer von München entfernt. Es ist eines der meistbesuchten Denkmäler Europas. Ein Bauwerk wie aus einem Traum, errichtet im Auftrag von König Ludwig II. Von Bayern. Ein romantisches Juwel, das einem Märchen entsprungen scheint. Stell dir eine Festung vor, deren Architektur den Himmel berührt und deren Türme wie stille Gebete gen Himmel ragen. Neuschwanstein ist eine Skulptur aus Stein und Nebel, geformt mit Hingabe, von der Hand der Fantasie und des Schöpfers. Hier ist die Zeit nicht nur vergangen, sie ist geblieben. Die Berge, die das Schloss umgeben, übersteigen 2000 Meter Höhe und erheben sich wie natürliche Mauern gegen das Vergessen. Dichte Wälder, Seen, die den Himmel spiegeln, und Dörfer, die wie im 19. Jahrhundert eingeschlafen scheinen, erschaffen eine hypnotische Szenerie, wo die Stille Klang hat und Farbe. Nur wenige Schritte entfernt glitzert der friedliche Alpsee. Sein kristallklares Wasser spiegelt das Schloss, als wäre es ein Spiegel der Schöpfung. Ein natürliches Portal in eine Welt der Fantasie. Ganz in der Nähe bewahrt das Städtchen Füßen jahrhundertealte Traditionen. Holzschnitzer, jahrhundertealte Bäckereien und blumengeschmückte Fenster erzählen Geschichten im Stillen. Mit jedem Schritt zeigt Deutschland seine poetischste Seele. Vor Neuschwanstein zu stehen, ist wie einen Traum in Stein zu sehen, als wäre jeder Bogen ein vom Wind der Zeit verewigter Vers und jedes Detail ein Seufzer des Schöpfers für die Schönheit. Doch die Großartigkeit liegt nicht nur in den Mauern. Am Fuß der Berge schreiten Hirsche mit Anmut und Adler durchschneiden den Himmel mit Würde. Diese Tiere scheinen zu wissen, dass sie auf einer heiligen Bühne leben. Ein so magischer Ort, dass er zur Inspiration für das Dornröschenschloss in den Disney-Parks wurde. Im Morgengrauen, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Türme küssen, nehmen die Steine goldene Töne an. Als würde das Schloss langsam erwachen, umrahmt vom Licht. Ein Schauspiel, das jede Stimme verstummen lässt. Das Wetter in den Alpen ist wechselhaft. An einem einzigen Tag wechseln sich Nebel, Sonne, Wind und Schnee ab. Man sagt, Neuschwanstein hat so viele Gesichter wie die Jahreszeiten. Zahlreiche Wanderwege durchziehen die Region. Einer der bekanntesten führt zur Marienbrücke, eine Hängebrücke mit direktem Blick auf das Schloss. Jeder Schritt dort ist ein Gebet in Bewegung. Und genau hier, vor der steinernen Fantasie und den Alpen, die den Himmel berühren, beginnt unsere Reise. Doch was, wenn die lebendigen Traditionen Deutschlands noch überraschender wären? Mach dich bereit, denn das nächste Ziel führt uns ins pulsierende Herz Bayerns, wo Kultur gefeiert wird und Geschichte serviert wird, in Bierkrügen und Volksliedern.
München und seine Traditionen, wo die Seele Deutschlands laut singt. Im Herzen Bayerns entsteht eine Stadt, die zwischen Altem und Ewigem pulsiert. München ist mehr als nur eine Hauptstadt, es ist Wiege der Traditionen und Hüterin einer stolz geschmiedeten Identität. Nur etwas mehr als 100 Kilometer von den Alpen entfernt gelegen, beherbergt München rund 1,5 Millionen Einwohner. Es ist die drittgrößte Stadt Deutschlands und eine der beliebtesten unter ihren eigenen Bewohnern. Hier scheint alles Geschichte zu haben. Glockenklänge hallen über mittelalterliche Plätze, während jahrhundertealte Brauhäuser ihre Türen öffnen, als hätten sie schon seit Generationen auf dich gewartet. Nicht zufällig ist der Marienplatz das Herz von München. Dort verzaubert das Glockenspiel die Menge mit seinem mechanischen Theater und lässt die Zeit zwischen gotischen Dächern tanzen. Doch zwischen all dieser Geschichte pulsiert das Leben mit Kraft. Im englischen Garten teilen sich Jugendliche, Familien und Reisende das Grün mit Surfern, die den Eisbach bezwingen. Das Oktoberfest ist der Höhepunkt dieser Energie. Jedes Jahr feiern dort über 6 Millionen Menschen. Es geht nicht nur um Bier, es ist Kultur in Krügen serviert, mit Seele und Lächeln in Tracht. Auf dem Viktualienmarkt vermischen sich Düfte und Aromen zu einem Fest für die Sinne. Würste, dunkle Brote, Käse, Kuchen. Es ist, als hätte Deutschland hier sein authentischstes Selbst konzentriert. Die Kirchen erheben sich wie steinerne Gebete. Die Frauenkirche dominiert die Skyline. Mit ihren Zwillingstürmen scheint sie stets über die Stadt zu wachen. Still, aber präsent. Bei Nacht zünden Münchens goldene Lichter die Erinnerungen an und jede Ecke lädt zum Unerwarteten ein. Es ist eine Stadt, in der die Zeit nicht rennt. Sie spricht mit denen, die zuhören können. Und die Bayern, stolz, ja, aber herzlich. Wer hierher kommt, spürt Wurzeln des Dazugehörens, als würde die Stadt sagen, du bist zu Hause. Durch München zu gehen, ist sich mit dem Wesen eines Volkes zu verbinden, das das Leben feiert, in den kleinen Dingen. Ein Prost, ein Lied, ein Gespräch im Schatten eines Baumes. Alles hier hat Seele. München lässt sich nicht erklären. Es will erlebt werden. Es gibt Orte, die uns mit Bildern berühren, andere mit Geschichten. Aber München berührt mit Präsenz, eine unsichtbare Wärme, die die Seele wärmt, ohne zu fragen, und bleibt, selbst wenn wir schon gegangen sind. Denn genau das ist München, eine lebendige Wurzel, die sich durch Deutschlands Adern zieht, alles mit Tradition und Schönheit nährt und Stolz. Es ist ein Band zwischen Vergangenheit und Jetzt, wo jedes Detail Seele trägt und jede Ecke eine Erinnerung, die nicht sterben will. So ist München.
Ein Ort, wo die Vergangenheit nicht vergessen wurde und die Gegenwart wie ein ewiges Fest gefeiert wird. Hier ist Tradition, eine Lebensweise. Wenn du das auch gespürt hast, schreib in die Kommentare Wurzel, ohne Erklärung, ohne Spoiler, einfach Wurzel. So wissen wir, dass auch dich diese Geschichte berührt hat. Doch jetzt mach dich bereit, die reinste Luft Deutschlands zu atmen. Am nächsten Ziel werden wir die Wolken erklimmen und in das heilige Spiegelbild der Berge eintauchen. Zugspitze und Eibsee, wo der Himmel auf dem Spiegel des Berges ruht. Im Süden Deutschlands, etwa 80 Kilometer von München entfernt, erhebt sich die majestätische Zugspitze, der höchste Gipfel des Landes mit fast 3000 Metern Höhe. An der Grenze zu Österreich gelegen, dominiert sie den Horizont der Region Garmisch-Partenkirchen, ein Ort, an dem sich die Alpen erheben und Reflexionen zur Poesie werden. Zu ihren Füßen liegt der Eibsee. Mit Gletscherwasser und smaragdgrünen Tönen spiegelt er die Zugspitze mit beinahe göttlicher Klarheit. Es scheint, als hätte der Schöpfer dort einen Spiegel platziert, um sein eigenes Werk zu bewundern. Im Herzen dieser Kulisse bringt eine Seilbahn die Besucher bis zum Gipfel. Eine luftige Überquerung, über verschneite Abgründe und uralte Pfade, ein schwebender Flug zwischen Zeit und Ewigkeit. Von oben reicht der Blick bis in 4 Länder. Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Es ist, als würden die Kontinente gemeinsam atmen, unter demselben Schneemantel. Doch dieser Ort spricht nicht nur mit den Augen, er spricht zur Seele. Die Stille des Gipfels, der schneidende Wind und die weiße Weite lassen uns klein fühlen. Die Zugspitze wird verehrt, aber auch gefürchtet von Alpinisten. Ihr Name bedeutet Gipfel der Schlittenroute und bis heute birgt sie Geschichten von Herausforderungen und von im Schnee gemeißelten Triumphen. Doch es geht nicht nur um Abenteuer. Im Sommer erwachen die Pfade rund um den Eibsee zum Leben, Familien spazieren, Radfahrer durchqueren Wälder und das Wasser lädt ein zum kontemplativen Eintauchen. Der See wechselt seine Farben im Laufe des Tages. Am Morgen ist er smaragdgrün, am Abend legt sich ein tiefes Blau über ihn, als ob die Stunden die Zeit bemalen würden, in flüssigen Schichten. Rundherum treiben kleine Inseln wie grüne Juwelen. Es sind insgesamt 8. Unberührt, geheimnisvoll bewahren sie das Schweigen der Jahrhunderte und Geschichten, die niemand zu schreiben wagte. Wer das Abenteuer sucht, findet rund um den Eibsee einen Weg von rund 8 Kilometern. Ein leichter Spaziergang, aber voller atemberaubender Ausblicke. An jeder Kurve ein neues Gemälde. Und von dort oben, wenn die Sonne zu sinken beginnt, wird die Zugspitze in Gold getaucht, als würde der Berg ein Lichtgewand tragen, ein Schauspiel, das nur der versteht, der selbst dort ist.
Doch Deutschland birgt noch weitere Überraschungen in der Höhe. Wenn wir weiter durch die Alpen ziehen, erreichen wir die Zugspitz Arena. Ein Tal zwischen Bergen, in dem sich Sport, Tradition und reine Kontemplation vereinen. Ganz in der Nähe liegen die alpinen Orte Ehrwald und Grainau, Dörfer, die wie lebendige Miniaturen wirken, wo die Zeit langsam vergeht und jedes Detail scheint sorgfältig in die Landschaft gestickt zu sein. Und dann noch das Höllental, das Tal der Hölle, ein schmaler und herausfordernder Pfad, der zur Nordseite der Zugspitze führt. Eine extreme Reise für jene, die ihre eigenen Grenzen überwinden wollen. Die Zugspitze ist ein Ort der Dualität, Schönheit und Herausforderung, Ruhe und Mut. Der Eibsee ist das Herz, das widerspiegelt, was Worte nicht fassen können. An diesem Ort spricht die Schöpfung in Flüstern. Himmel, Wasser und Fels treffen sich in Einklang, und wer dies betrachtet, kehrt nie derselbe zurück. Sag uns jetzt, von wo aus du uns zusiehst. Welche Stadt oder welches Land nennst du dein Zuhause? Schreib es in die Kommentare. Teile diesen Moment mit uns, denn während die Welt zusieht, bist du Teil dieser Reise. Und wenn du denkst, du hättest schon das Höchste gesehen, warte nur. Das nächste Ziel bringt uns in ein mittelalterliches Dorf, wo die Zeit stehen geblieben ist und die Fantasie nie aufgehört hat zu existieren. Rothenburg ob der Tauber, wo die Zeit ruht und die Fantasie nie gegangen ist. Im Herzen der romantischen Straße Deutschlands taucht ein Dorf auf, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Rothenburg ob der Tauber, ein mittelalterlicher Schatz, versteckt zwischen Hügeln und Wäldern. Mit weniger als 12.000 Einwohnern liegt die Stadt über dem Tal des Flusses Tauber. Ihre intakten Mauern umschließen Türme, bunte Häuser und gepflasterte Gassen, die Geschichten aus Jahrhunderten gehört haben. Hier ist jede Gasse eine Einladung zur Fantasie, Fachwerkfassaden, geheime Gärten und blumengeschmückte Fenster erschaffen die Atmosphäre eines lebendigen Buches. Alles scheint von Hand gezeichnet zu sein, vom Uhrturm bis zum berühmten Plönlein, der Kreuzung, die wie aus einem Märchen stammt, ein Gemälde, das Geschichte atmet. Beim Gehen klingen die Steine wie Echos vergangener Zeiten. Ritter, Händler, Könige und Reisende, alle sind hier entlanggezogen und sie hinterließen unsichtbare Spuren im Wind, der durch die Mauern tanzt. Rothenburg bewahrt Weihnachten zu jeder Jahreszeit. Thematische Läden, beleuchtete Tannenbäume und Schaufenster mit Holzfiguren halten die Flamme der Kindheit am Leben, das ganze Jahr über. Viele nennen diesen Ort die Stadt der Träume. Andere sagen, es sei das charmanteste Dorf der Welt. Aber eines spüren alle, wenn sie hier ankommen, dass die Eile draußen geblieben ist. Wenn das Licht des Abends die Dächer berührt, erstrahlt die Stadt in einem goldenen Ton, als würde sie dem Schöpfer danken
für die Schönheit, die sie bewahrt, und für die Stille, die sie noch schützt. Das umliegende Tal ist grün und friedlich, der Fluss Tauber schlängelt sich sanft dahin und nährt Weinberge und Geschichten. Von den Stadtmauern aus wirkt die Aussicht wie eine ewige Postkarte. Und es ist nicht nur die Schönheit. Die Stadt hat Kriege, Brände, Belagerungen und die Zeit überlebt. Jede Narbe ist nun eine Medaille. Ein Beweis dafür, dass der Glaube überlebt, wo Wurzeln bestehen. Hier ist die Vergangenheit keine Erinnerung. Sie ist Gegenwart, enge Gassen, leuchtende Laternen und der Duft von frischem Brot aus dem Ofen verwandeln das Jetzt in Nostalgie. Doch was am meisten verzaubert, ist das Gefühl, in einem luziden Traum zu sein. Jeder Kameraklick kann die Seele dieses Ortes nicht einfangen, nur die Augen und das Herz. Historiker erklären ihre Architektur mit Jahreszahlen. Aber wer sie besucht, erklärt sie mit Seufzern. Es ist, als würde die Stadt mit dir sprechen, ohne ein einziges Wort. Und vielleicht ist das Geheimnis. Rothenburg will nicht beeindrucken. Sie will berühren, gefühlt werden wie eine Umarmung der Zeit. Wenige Orte auf der Welt bewahren das Wesen zeitloser Schönheit. Rothenburg tut das. Sie verwandelt Geschichte in Poesie für die Füße. Hierher zu kommen ist einfach, aber zu gehen ist schwer, denn etwas in dir bleibt hängen in den Fenstern, in den Glocken und in den goldenen Schatten des Abends. Wer Rothenburg besucht, nimmt ein Stück dieses Ortes mit, aber lässt auch etwas zurück, einen verzauberten Blick, ein stilles Lächeln oder einfach die Gewissheit, das Unvergessliche berührt zu haben. Doch die Reise geht weiter und im nächsten Kapitel tauchen wir ein in das dunkle Herz Deutschlands. Ein dichter Wald, wo Legenden geboren werden und die Natur im Geheimnis flüstert. Schwarzwald, wo sich die Zeit zwischen den Bäumen versteckt. Im Südwesten Deutschlands, zwischen den Tälern des Rheins und den französischen Alpen, erstreckt sich ein Reich aus Schatten und Licht. Willkommen im Schwarzwald. Mit über 6000 Quadratkilometern ist er eine der rätselhaftesten Regionen Europas. Ein lebendiger Wandteppich, gewoben aus dichten Tannen, beständiger Nebel und Pfaden, die im Lauf der Zeit zu verschwinden scheinen. Hier ist die Stille tief. Im Morgengrauen bedeckt der Nebel die Täler wie Schleier und das Rauschen des Windes klingt wie das Flüstern von etwas Altem. Seit Jahrhunderten nährt dieser Wald Legenden und Geheimnisse. Wölfe, Hexen und zauberhafte Wesen entsprangen der Fantasie derer, die sich trauten, ihn zu durchqueren. Doch es gibt hier auch eine stille Schönheit, versteckte Seen, Wasserfälle in Stufen und Pfade bedeckt mit goldenen Blättern laden zur inneren Einkehr ein. Der Schwarzwald ist auch ein natürliches Labor. Seine Artenvielfalt beheimatet Hirsche, Dachse, Füchse und hunderte Vogelarten.
ein geschützter Rückzugsort, in dem das Leben einem uralten Rhythmus folgt. Doch über die Wissenschaft hinaus ist dies ein heiliger Ort. Für viele hat der Schöpfer hier seine leisesten Echos hinterlassen, verstreut zwischen knorrigen Wurzeln und Bäumen, die den Himmel zu berühren scheinen. Und vor dieser Kulisse flüstert ein Wort durch die Blätter: Ehrfurcht. Wenn du das auch gespürt hast, klicke auf Gefällt mir. Es ist deine Art zu sagen: Ich habe den Wald gehört. Denn der Schwarzwald zeigt sich nicht auf einmal. Er offenbart sich langsam wie ein Geheimnis, das nur dem erzählt wird, der mit Respekt kommt. Unter seinen Schätzen liegt der Titisee, von Gletschern geformt, ist er ein Spiegel, umgeben von Tannen. Und im Sommer eine Einladung zum Bad in der Stille. Der Kontrast ist faszinierend. Im Winter schläft der Wald unter dem Schnee, im Herbst glüht er in Kupferfarben, im Sommer explodiert er in Grün und im Frühling flüstert er von Neubeginn. Mit jedem Schritt wird das Gehen leichter. Die Luft ist rein, die Zeit verlangsamt sich und der Körper spürt den Hauch tiefer Ruhe. Selbst jene, die von weit her kommen, fühlen sich, als hätten sie schon immer hierher gehört. Familien, Abenteurer, Pilger, alle erliegen dem gleichen Zauber, der Kontemplation. Und wenn du denkst, du hättest schon alles gesehen, überrascht dich der Wald erneut. Ein neuer Pfad, ein neuer Klang, eine neue Stille. Der Name Schwarzwald stammt vom lateinischen Silva nigra, ein Hinweis auf die Dichte seiner Bäume, die so eng stehen, dass kein Licht den Boden erreicht. Doch unter diesem Dämmerlicht gedeihen Pilze, Moose und Flechten, kleine Welten, die lehren, dass selbst im Dunkeln das Leben einen Weg findet zu blühen. Es gibt auch versteckte Dörfer mit dunklen Holzchalets, Kuckucksuhren und dem Duft von Roggenbrot, der durch die Fenster zieht. Hier geht die Zeit barfuß. Wenn du dich entfernst, verlässt du den Wald nicht. Er verlässt dich, im Duft der Kiefer, in lautlosen Erinnerungen, in einer Sehnsucht, die noch nicht existiert. Doch der Schwarzwald blickt auch nach vorn. Er ist ein Vorbild für Nachhaltigkeit, für achtsamen Tourismus und für Naturschutz. Ein lebendiger Beweis, dass die Zukunft Wurzeln braucht. Und wenn du gehst, nimmst du mehr mit als nur Fotos. Du nimmst das Gefühl mit, von der Weisheit der Natur berührt worden zu sein und von der Stimme des Unsichtbaren. Bleib bei mir, denn unser nächster Halt ist ein Ort, wo heilige Flüsse zwischen Hügeln und Weinbergen schlängeln. Ein verzaubertes Tal, wo Burgen Legenden hüten und der Wein uralte Erinnerungen trägt. Rheintal, wo das Wasser uralte Legenden bewahrt. Im Herzen Deutschlands, zwischen Mainz und Koblenz, fließt ein Strom voller Geschichten, Schlachten und Lieder.
Der Rhein, die Lebensader Mitteleuropas. Mit über 1200 Kilometern Länge durchquert er 6 Länder. Doch hier, im deutschen Abschnitt, zeigt er sein zauberhaftestes Gesicht. Terrassierte Weinberge und Burgen an jeder Biegung. Der Rhein ist nicht nur ein Fluss, er ist ein Geschichtenerzähler und jeder Stein an seinen Ufern hat das Flüstern von Königen, Dichtern und Seefahrern vergangener Zeiten gehört. Mit seinem grünlichen Wasser durchquert er das obere Mittelrheintal, UNESCO-Welterbe, wo über 40 Burgen die Hänge bewachen, wie schlafende Wächter der germanischen Vergangenheit. In Städten wie Bacharach, Boppard und Rüdesheim schlägt das Leben im mittelalterlichen Takt. Kopfsteinpflastergassen, blumengeschmückte Fenster und Türme, die der Zeit trotzen. Unter den eindrucksvollsten ragt die Marksburg hervor. Niemals zerstört, nie erobert. Hier ist das Mittelalter keine Erinnerung, sondern Wirklichkeit. Doch nicht nur Stein beeindruckt. Das Rheintal ist auch die Wiege des Rieslings. Trauben, geerntet an fast senkrechten Hängen, wo die Sonne die Blätter küsst und der Nektar eine Seele gewinnt. Boote gleiten über den Fluss und nehmen Reisende mit auf poetische Fahrten. Links schlafende Dörfer, rechts uralte Weinberge und voraus das Versprechen einer neuen Legende. Und mittendrin ragt die Lorelei hervor, ein Felsen, der laut Sage eine bezaubernde Nixe birgt, die mit ihrem Gesang Seemänner betört. Hier zu fahren ist wie ein Gedicht zu durchqueren. Jede Flussbiegung wirkt geschrieben, mit Tinte aus Nebel, Wein und Sehnsucht. Von den Aussichtspunkten oben offenbart sich die uralte Harmonie des Tals. Ein Mosaik aus Weinbergen, Wasser und Türmen, und in der Ferne zeichnet sich eine gotische Perle am Horizont ab. Köln, eine Stadt gewachsen am Rhein und Heimat eines der größten architektonischen Glaubensschätze, der Kölner Dom, mit Türmen, die den Himmel durchbohren und dem Echo jahrhundertelanger Hingabe. Erbaut über mehr als 600 Jahre, ist der Dom ein Meisterwerk der europäischen Gotik. UNESCO-Weltkulturerbe mit heiligen Reliquien, monumentalen Fenstern und Geschichten, die der Zeit trotzen. Wenn die Glocken in Köln erklingen, scheint die ganze Stadt gemeinsam zu atmen und der Rhein, gleich daneben, wirkt gesegnet vom Schatten des Doms, ein Zusammentreffen von Stein, Glaube und Strömung. Die deutsche Romantik hat hier tiefe Wurzeln geschlagen, mit Versen, geboren aus Nebel und Tavernen, mit Sinfonien, die in den Steinmauern widerhallen und mit Lieben, die ohne Kompass reisten. Heute pulsiert diese Kulisse noch immer. Weinfeste, traditionelle Regatten, Lagerfeuer an den Ufern bei Einbruch der Nacht. Es ist das alte Deutschland in Umarmung mit der Gegenwart. Und vielleicht ist es genau deshalb, dass dieses Tal so berührt, weil es uns an etwas Kostbares erinnert, dass Zeit nicht eilen muss, sie kann einfach fließen.
Im Rheintal hat jede Brise einen Geschmack, jeder Schluck Wein eine Zuneigung, jeder Blick eine Erinnerung, ein Ort, der Wurzeln schlägt in unserem Inneren. Und dort unten zieht der Rhein weiter, sanft, unaufhaltsam, als würde er singen für die, die wirklich zuhören. Doch die Reise geht weiter. Im nächsten Ziel steigen wir Berge der Stille hinauf und entdecken zwischen Spiegelgewässern und Klippen einen der unberührtesten Rückzugsorte der Schöpfung, Königssee und Obersee. Königssee und Obersee, Spiegel der Schöpfung im Herzen der Bayerischen Alpen. In Berchtesgaden öffnen sich die Berge wie heilige Tore und zwischen ihnen tauchen zwei Gletscherseen auf, als wären sie von der Ewigkeit selbst gezeichnet worden. Der Königssee ist der bekannteste, ein tiefer See, umgeben von steilen Felswänden. Sein grünes Wasser spiegelt den Himmel mit einer Ruhe, die fast mystisch wirkt. Um dorthin zu gelangen, durchqueren lautlose Elektroboote den See. Als wüsste auch der Mensch, dass Lärm an diesem Ort keinen Platz hat. Die Überfahrt ist beinahe ein Ritual. Die Kapelle St. Bartholomä erscheint wie ein schwebendes Gemälde. Ihre roten Zwiebeltürme kontrastieren mit dem Grün des Wassers. Hier begegnen sich Pilger und Reisende in Stille und Ehrfurcht. Etwas weiter, versteckt zwischen Wäldern und Felsen, zeigt sich der Obersee. Ein kleinerer See, aber noch unberührter. Ein makelloser Spiegel, vom Lauf der Zeit bewahrt. Um ihn zu erreichen, muss man zu Fuß gehen. Schmale Pfade führen zum Rand unberührter Gewässer, und was man dort sieht, ist das reinste Bild des Göttlichen. Am Obersee herrscht völlige Stille. Nicht einmal der Wind eilt, die Berge spiegeln sich in vollkommener Präzision, als würde die Schöpfung sich selbst betrachten. Dort scheinen selbst die Tiere ruhiger zu sein. Wildziegen erscheinen auf den Höhen, Vögel durchschneiden die Luft ohne Hast. Und das Licht tanzt auf der Oberfläche, als würde es beten. Es gibt einen Moment des Tages, an dem alles stillsteht, wenn die Sonne die steinernen Gipfel küsst und der See sich in flüssiges Gold verwandelt. Eine Szene, die sich Worten entzieht. In diesem Augenblick scheinen die beiden Seen miteinander zu sprechen. Der eine bewahrt die Spiritualität, der andere die rohe Reinheit. Doch gemeinsam bilden sie eine lautlose Sinfonie. Das Wasser ist kalt und tief, doch es birgt eine Wärme in sich, als trüge jeder Tropfen eine Erinnerung oder ein Gebet, das in den Steinen vergessen wurde. Dort lösen sich Zeit und Raum auf. Das Deutschland, das man hier sieht, ist nicht das der Städte, es ist das der Essenz, es ist die verborgene Seele zwischen Himmel und Wasser. Der Königssee riecht nach nassem Tannengrün, der Obersee nach reinem Stein. Der eine ist der Weg, der andere das Ziel, und beide führen nach innen. Es ist unmöglich, diesen Ort zu verlassen, ohne etwas Tiefes zu empfinden. Denn was man dort betrachtet, ist nicht nur eine Landschaft. Es ist ein Spiegel dessen, was wir vergessen haben zu sehen, die Schöpfung in ihrem reinsten Zustand. Und deshalb sind sie unvergesslich. Wer seinen Blick in diese Seen taucht, nimmt mehr mit als nur eine Erinnerung. Er nimmt ein Gefühl mit,
einen Hauch von Ewigkeit, gefangen in der Stille. Ganz in der Nähe breitet sich der Nationalpark Berchtesgaden wie ein heiliger Mantel aus. Pfade, Gipfel, Höhlen und Aussichtspunkte bewahren das Flüstern des Windes und das Geheimnis einer Natur, die sich noch nicht ergeben hat. Andere Seen, andere Berge verzaubern ebenfalls die bayerischen Alpen, doch der Königssee und der Obersee sind anders. Sie sind flüssige Portale zum Göttlichen. Sie sind nicht nur Reiseziele, sie sind Seelenzustände, Orte, die sich nicht mit Worten erklären lassen, sondern mit Stille, mit Kontemplation, mit Ehrfurcht. Und selbst wenn die Zeit vergeht, bleiben sie bestehen als natürliche Altäre, geformt von Wasser und Geduld und bewacht vom Berg, der niemals schläft. Es sind Orte, die uns daran erinnern, dass das Außergewöhnliche nicht immer laut ist. Manchmal wartet es nur darauf, dass wir innehalten und es sehen. Und wenn der Abend die beiden Seen umarmt, verlängern sich die Schatten, offenbaren Formen, Geheimnisse und eine Sehnsucht nach dem, was wir nie gewesen sind. Du, der uns gerade am Fernseher zusiehst, nutze diesen Moment und prüfe, ob du schon unseren Kanal Unser Planet abonniert hast. So kannst du weiterhin das Außergewöhnliche rund um die Welt entdecken, in jeder neuen Dokumentation. Eine kleine Geste, die unsere Verbindung lebendig hält. Und unsere Reise geht weiter. Das nächste Ziel führt uns in eine Stadt, in der sich Philosophie und Poesie begegnen, wo der Neckar mittelalterliche Ruinen küsst und das Schloss die Jahrhunderte im Schweigen beobachtet. Heidelberg, Romantik am Ufer des Neckars. Zwischen waldgedeckten Hügeln erwacht eine der bezauberndsten Städte Deutschlands. Heidelberg, eine Oase der Poesie, am Ufer des Neckars. Mit etwas mehr als 160.000 Einwohnern ist Heidelberg ein Heiligtum der deutschen Romantik. Seine terrakottafarbenen Dächer schmiegen sich sanft an smaragdgrüne Hügel. Auf dem Gipfel des Berges erhebt sich die Burgruine, ein Symbol alter Glorie und ewiger Melancholie, ein lebendiger Rahmen der Geschichte. Das Heidelberger Schloss verbindet gotische, Renaissance und barocke Stile. Seine zerbrochenen Türme scheinen die Geheimnisse von Kaisern und Alchemisten zu flüstern. Darunter überspannt die alte Brücke den Fluss wie ein steinernes Gedicht. Und im Hintergrund spiegelt das stille Wasser die Architektur als Abbild der Vergangenheit. Doch Heidelberg lebt nicht nur von alter Schönheit. Hier befindet sich die älteste Universität Deutschlands, gegründet im Jahr 1386, ein Leuchtturm des Wissens in Europa. Zwischen ihren Sälen und Gärten schritten Philosophen, Dichter, Wissenschaftler, eine Wiege der Ideen, die Gedanken und Revolutionen prägten. Der Zauber der Stadt liegt in ihrer Atmosphäre der Kontemplation, Cafés mit Blick auf den Fluss, jahrhundertealte Buchläden
und Gehwege, auf denen die Zeit langsamer vergeht. Heidelberg ist auch ein Tempel für Romantiker. Paare verlieren sich in ihren Gassen und hinterlassen Liebesschlösser an der Brücke, als würde die Liebe hier Wurzeln schlagen. Wenn man die Pfade des Philosophenwegs erklimmt, erhält man den ikonischsten Blick auf die Stadt. Ein lebendiges Gemälde, in dem das Licht mit Schloss, Fluss und Wald spielt. In den Herbstmonaten bemalen die Bäume die Landschaft mit goldenen und roten Tönen, als würde jede Jahreszeit ein neues Kapitel im Buch der Stadt schreiben. Und bei Einbruch der Nacht erklingen die Glocken der Kirchen über dem Neckar, ein uralter Klang, der das Herz der Stadt wiegt und die Seelen der Reisenden berauscht. Heidelberg überlebte Kriege, Brände und Revolutionen, doch verlor nie seine Essenz. Es bleibt ein lyrischer Seufzer zwischen dem Alten und dem Ewigen. Durch Heidelberg zu gehen, ist wie ein luzider Traum, wo die Geschichte aus den Fenstern lächelt und die Gegenwart schweigend lauscht. Vielleicht deshalb wird Heidelberg so oft in Liedern und Gedichten besungen, denn es ist mehr als eine Stadt, es ist ein Geisteszustand, ein Zufluchtsort für jene, die nach Schönheit und Sinn suchen. Und wenn man sich verabschiedet, nimmt man mehr mit als nur Fotos. Man nimmt Verse, Düfte, Gedanken mit und eine Gewissheit, etwas Unerklärliches erlebt zu haben. Und wenn der Morgennebel das Tal bedeckt, taucht das Schloss zwischen den Wolken wieder auf. Eine Gänsehautvision, als hätte die Zeit nur für dich stillgestanden. Heidelberg muss nicht laut sein, um erinnert zu werden. Es flüstert Erinnerungen, Philosophien und Stille, die ewig nachhallt. Vielleicht deshalb kehren so viele zurück, denn Heidelberg ist nicht nur ein Ziel, es ist ein Wiedersehen mit der Seele. Doch unsere Reise ist noch nicht zu Ende. Ein neues Wunder erwartet uns. Ein schwebender Garten über dem Wasser, wo Blumen der Zeit trotzen und der Himmel den See heimlich küsst. Mach dich bereit für den nächsten Halt, ein Paradies in Inselgestalt, im Herzen der deutschen Natur, wo jedes Blütenblatt die Farbe der Poesie trägt und jeder Garten einem Traum entsprungen scheint. Insel Mainau, das Herz des Bodensees. Im Süden Deutschlands erblüht einer der bezauberndsten Orte Europas, die Insel Mainau, ein botanisches Heiligtum, wo jede Jahreszeit eine Explosion aus Farben ist und die Natur in vollendeter Harmonie tanzt. Mit dem Festland durch eine Brücke verbunden, ist Mainau eine Garteninsel. Zwischen dem Bodensee und den sanften Alpenwinden empfängt sie ihre Besucher wie ein lebendiges Gedicht. Hier wird Schönheit gepflegt. Jahrhundertalte Rosen, Glycinientunnel, Tulpenbeete in kunstvollen Mustern und pflanzliche Skulpturen, die die Sinne verzaubern.
Tropische Palmen teilen sich den Raum mit gigantischen Mammutbäumen, Gewächshäuser beherbergen seltene Orchideen und das Schmetterlingshaus offenbart ein ätherisches Ballett bunter Flügel. Hoch oben auf der Insel ragt das barocke Schloss über die Landschaft. Einst Residenz schwedischer Adliger, beherbergt es heute Ausstellungen, Konzerte und Erinnerungen an eine goldene Epoche. Auch die Tierwelt blüht auf. Tropische Schmetterlinge, Schwäne, die über den See gleiten, Bienen in natürlichen Bienenstöcken und Vögel, die die Gärten verwandeln in eine lebendige Partitur des Schöpfers. Jeder Pfad ist eine Einladung zur Kontemplation. Die Düfte wechseln mit jedem Schritt, die Klänge der Natur komponieren eine Symphonie und die Zeit verlangsamt sich im Takt der Blüten. Hier ist alles Harmonie. Die Architektur, die Botanik und der Geist der Bewahrung vereinigen sich wie ein stilles Gebet an die Schönheit des Lebens. Mainau ist mehr als eine Landschaft. Es ist Umweltbildung. Es ist Fürsorge für den Planeten, eine ständige Erinnerung daran, dass ein Leben im Gleichgewicht möglich ist und dringend notwendig. Hier zu sein bedeutet, sich mit dem Wesentlichen zu versöhnen, zwischen leuchtenden Farben zu wandeln und zu entdecken, dass das Einfache heilig sein kann, wenn es mit Liebe erblüht. Der Bodensee spiegelt den Himmel und die Gärten spiegeln den Schöpfer. Jede Blume ist ein Zug der göttlichen Fantasie, ein Geschenk, das still erblüht. Die Insel scheint in der Zeit zu schweben, ein Reliquienschrein des Friedens, in dem der Mensch lernt, zu pflegen, statt zu beherrschen. Vielleicht ist es genau das, was Mainau so unvergesslich macht. Die Kraft der Blumen, Herzen zu verwandeln, Hoffnung zu säen, in einer Welt, die aufblühen muss. Und beim Gehen nehmen wir etwas Unsichtbares mit. Nicht nur Fotos, sondern eine neue Sensibilität, als würde jede Blüte auch in uns aufgehen. Doch Deutschland birgt Kontraste und von den Blumen Mainaus führt uns die Reise zu steinernen Mauern. Die Landschaft verwandelt sich und vor uns erscheint die Majestät der sächsischen Schweiz. Hoch oben auf der Basteibrücke verliert sich der Blick im Abgrund. Schwebende Felsformationen, Flüsse, die den Wald durchschneiden und Pfade, die zu endlosen Horizonten führen. Es ist wie ein Spaziergang in einem Märchen, wo die Zeit das Vergehen vergessen hat. Hier spricht die Stille. Sie spricht von Ewigkeit, von Kraft, von Schöpfung. Die sächsische Schweiz ist nicht nur eine Landschaft, sie ist ein Erlebnis, ein Heiligtum, geformt von göttlicher Hand, um uns daran zu erinnern, dass die Erde noch immer verborgene Wunder birgt. Doch die Reise endet nicht in den Bergen. Jetzt ist es Zeit, in das pulsierende Herz Deutschlands einzutreten. Mach dich bereit, denn das nächste Ziel ist Berlin, wo Geschichte auf Zukunft trifft. Berlin, wo Geschichte auf Zukunft trifft. Im Herzen Europas erhebt sich Berlin als Bühne der Wandlungen, eine Vergangenheit geprägt von Mauern und Kriegen und eine lebendige Gegenwart, in der die Freiheit auf den Straßen pulsiert. Ihr Name hallt wieder zwischen Narben und Neuanfängen.
Vom Brandenburger Tor bis zum Reichstag trägt jeder Stein Erinnerungen an ein Volk, das Widerstand leistete und neu begann. Hier erzählt die Architektur Geschichten, klassische Gebäude im Dialog mit futuristischen Formen. Die Stadt lebt zwischen Denkmälern, die vom Gestern flüstern, und Graffitis, die das Jetzt herausschreien. Museen als Hüter der Zeit bewahren Relikte aus Jahrtausenden, und auf den Straßen blüht urbane Kunst als Ausdrucksschrei. Berlin vergisst nicht, aber es geht weiter. Die deutsche Hauptstadt ist von der UNESCO anerkannt für ihr historisches und kulturelles Erbe. Doch ihr wahres Wunder ist die Fähigkeit zur Erneuerung, aus Ruinen ein Fest des Lebens zu machen. Der Alexanderplatz ist das schlagende Herz. Fernsehturm, Straßenbahnen, Menschen, alles kreuzt sich in einem elektrisierenden Rhythmus. Hier verschmelzen sozialistische Vergangenheit und kosmopolitische Gegenwart unter demselben Himmel. Ein Spaziergang durch Berlin ist wie das Durchqueren der Menschheitsgeschichte. Straßen, auf denen einst Panzer rollten, sind heute Fahrradwege, und Mauern, die einst trennten, sind nun Open-Air-Galerien. An der East Side Gallery bedecken bunte Wandgemälde kalten Beton. Ein lebendiges Mahnmal, das die Welt daran erinnert, dass Freiheit erkämpft und ein Recht ist. Beim Sonnenuntergang tönt die Stadt in Gold. Licht berührt Kuppeln und Brücken, spiegelt sich in der Spree und verwandelt das Alltägliche in urbane Poesie. Berlin ist vielfältig, eine Sinfonie der Sprachen, der Kulturen, der Träume, und ihre Stärke liegt genau in dieser Vielfalt. Vor der Mauer herrscht Stille. Eine Stille, die den Gefallenen Ehre erweist und jenen feiert, die Brücken bauten statt Grenzen. Die Stadt verblasst nicht mit der Zeit. Sie erfindet sich an jeder Ecke neu, mit Bohem-Cafés, Technologie-Startups und Parks, wo einst Schützengräben lagen. Berlin ist nicht nur eine Hauptstadt, es ist ein Manifest, ein Ruf an die Erinnerung, an Vergebung und an den Mut, wieder zu träumen. Man sagt, ein Spaziergang durch Berlin ist ein Eintauchen in die Seele Europas. Eine Seele, die gezeichnet ist, aber niemals gebrochen. Und wenn der Wind weht, bringt er Erinnerungen und Versprechen, dass Geschichte kein Gefängnis ist, sondern eine Brücke zum Morgen. Die Stadt atmet Wandel, in Graffitis, in Ruinen, im Neubeginn. Berlin pulsiert, wie ein vernarbtes Herz, stark, lebendig und voller Hoffnung. Das ist Berlin, wo Geschichte noch aus den Wänden atmet, wo Vergangenheit und Zukunft sich an jeder Ecke begegnen, eine Stadt, die zerbrochen war und sich entschied zu blühen. Du schaust uns über den Fernseher und bist bis hier geblieben? Dann greif zum Handy und sag uns, welcher Ort in Deutschland hat dein Herz berührt. Deine Nachricht kann neue Wege für unser nächstes Drehbuch öffnen. Nutze den Moment und prüfe, ob du schon Unser Planet abonniert hast. Und teile dieses Video,
Mit allen, die Reisen, Geschichte und die Schönheit lieben, die nur Gott erschaffen kann. Berlin ist nur einer von vielen Schauplätzen dieser großartigen Schöpfung. Deutschland lässt uns staunend zurück. Doch das ist nicht das letzte Wunder. Da draußen warten Landschaften, die unsere Sinne herausfordern. Eisige Geheimnisse, brennende Wüsten, Länder wie aus einer anderen Welt. Wenn dich diese Doku berührt hat, lass die Magie nicht enden. Unsere neueste Doku führt dich zu den Wundern Chiles, wo Eis, Salz und Feuer Landschaften formen, die wie aus einer anderen Welt erscheinen. Klick jetzt und entdecke, wie der Süden Amerikas die Kraft der Schöpfung offenbart. Ich warte dort auf dich. Komm mit mir und entdecke das Außergewöhnliche rund um den Globus. Eine Umarmung und bis zur nächsten Reise.